weil unser Schutzengel ist einfach dafür da, dass wir unseren Lebensplan erfüllen können. Wenn wir die Liebe auf die Erde bringen möchten, wenn wir was Schönes wollen, wenn wir mit der göttlichen Quelle verbunden sind, dann sind wir immer am besten geschützt. Woher soll ich denn Schutz bekommen vor schwierigen Situationen? Was schützt uns denn am meisten? Also das ist ja unser Bewusstsein. Also je höher unsere Schwingung, desto besser können wir mit Dingen umgehen. Und wenn wir unsere innere Führung hören, die kann uns ja auch um Situationen herumführen, die nicht gut für uns wären. Also unser Schutzengel, also der passt ja auf uns auf. Das heißt aber nicht unbedingt, dass uns nie irgendwas passiert, weil unser Schutzengel ist einfach dafür da, dass wir unseren Lebensplan erfüllen können und dass er die Dinge fernhält, die da nicht reingehören. Und manchmal, da kann unser Schutzengel uns nur um etwas rumführen, was nicht gut für uns ist, wenn wir auf ihn hören. Auch wenn das nur indirekt ist, wenn ein anderer Mensch uns sagt, vielleicht machst du besser mal das so oder vielleicht solltest du mal auf das achten, dann sagt uns das zwar ein anderer Mensch, aber es ist eine Botschaft von unserem Schutzengel. Also weil wir hören sie ja nicht immer. Ja. Und dann suchen sie sich Menschen aus, die uns Dinge sagen. Sehr schön. Mit den Vorräten zum Beispiel. Ja, mit den Vorräten? Ja. Möchtest du dazu noch etwas sagen? War natürlich auch eine Frage, weil du das mal erwähnt hattest, dass es gut wäre, sich ein bisschen vorzubereiten auf schwierigere Zeiten. Und was ist die Frage? Ob du das immer noch so siehst? Das wurde gefragt. Ja, also absolut, ja. Weil bis die Erdoberfläche befreit ist, wird es im Großen und Ganzen einfach schlimmer werden. Also natürlich gibt es Regionen, da ist das weniger, aber so im Großen und Ganzen ist das leider so. Das heißt, mit den Wesen, die aktuell hier rumlaufen, geht das leider nicht anders. Und mit dem Bewusstsein von den Menschen, weil die meisten halt einfach schlafen und allem blind folgen. Dann übernimmst du jetzt sozusagen Schutzengelfunktion, wenn du den Menschen sagst, mach das mal. Es gibt natürlich auch viele, die geschrieben haben, die sagen, ja, aber sowas kommt ja aus dem Bewusstsein der Angst. Muss es nicht. Sag mal was dazu. Also es kann aus dem Bewusstsein von Angst kommen, aber es kann auch einfach Klugheit sein. Also wenn unser Schutzengel, also wenn wir jetzt unseren Schutzengel hören könnten und der würde uns dann sagen, lauf heute nicht da die Straße nach rechts, sondern die nach links. Ja. Also einfach lauf mal über die Straße und nicht über die, wo du sonst durchläufst. Dann sagt unser Schutzengel das ja nicht, weil er Angst hat, sondern einfach, weil er so weise und klug ist, dass er halt weiß, es ist besser, wenn wir die andere Straße nehmen, als die wir sonst nehmen. Das sagt er nicht, weil er Angst hat, sondern einfach aus der Logik, weil wenn wir die Straße nehmen, die wir sonst auch nehmen, dann passiert uns irgendwas, wo unser Schutzengel aber findet, das muss jetzt nicht sein. Und so ist das mit den Vorräten auch. Wir können das einfach machen, weil es klug ist. Wenn man
die Situation auf der Welt anschaut, dann merkt man schnell, dass das noch gut wäre. Ja, danke, Christina. Ist der Schutzengel übrigens der einzige aus der Helfertruppe, der von dieser Gesetzmäßigkeit ausgenommen ist, dass man ihn um Hilfe bitten muss? Nein. Nicht? Nur weil du sagst, man muss die Helfer um Ja, Hilfe ja, bitten. genau. Aber der Schutzengel, Ach so, okay. So ist die Frage. der darf, Also nein, den muss man nicht unbedingt bitten, dass er was tut, oder? also doch, aber es gibt Dinge, die haben wir vor unserer Inkarnation mit ihm abgemacht. Und die wissen wir aber nicht mehr. Und darum kommt es uns dann so vor, als würde er Dinge tun, zu denen wir gar nichts gesagt haben. Aber wir haben schon was dazu gesagt, aber als wir noch nicht inkarniert waren. Oder wir sind in der Nacht, wenn wir reisen, haben uns mit unserem Schutzengel getroffen und ihm da was gesagt. Und wir wissen das dann aber nicht mehr, wenn wir zurückkommen. Also auch der Schutzengel handelt sozusagen auf Anweisung oder nach Plan? Ja, genau. Okay. Und die Geistführer auch. Und wenn wir nochmal bei Schutz sind, hier, wir hatten das vorhin gestreift, das Thema schon mal, aber Jutta möchte wissen, welche Szenarien sind absehbar jetzt in der nächsten Zukunft und sind wir immer automatisch vor dem Schlimmsten geschützt, wenn wir uns immer wieder von Neuem bemühen, lichtvoll zu denken, zu fühlen und zu handeln? Also wenn wir die Liebe auf die Erde bringen möchten, wenn wir was Schönes wollen, wenn wir mit der göttlichen Quelle verbunden sind, dann sind wir immer am besten geschützt. Und manchmal ist dieser Schutz halt einfach auch so, dass wir uns auf Dinge vorbereiten. Das ist dann auch eine Art Schutz.